Der Weltraum. Unendliche Weiten heißt es in Star Trek. Doch Platz in der Unendlichkeit wird knapp. Über 10.000 Tonnen Weltraumschrott kreisen über uns und es wird immer mehr. Defekte Satelliten, ausgebrannte Raketenstufen, Sprengbolzen, Wärmereflektoren, Farbreste. Die Gefahr, getroffen zu werden, ist für Raumstationen und Satelliten allgegenwärtig und immer häufiger müssen Ausweichmanöver geflogen werden. Bereits winzige Teile, kleiner als 10 cm, werden durch Bahngeschwindigkeiten von bis zu 56.000 Kilometer in der Stunde zu Geschossen, beschädigen oder zerstören Satelliten und erzeugen so neue Trümmer. Das Risiko weiterer Kollisionen wächst mit jedem Zwischenfall exponentiell. Und so könnte Raumfahrt in einigen Jahrzehnten unmöglich werden. Mit Atomuhren ausgestattet sind Satelliten unverzichtbar für das fein abgestimmte Netz aus Finanzmärkten und Welthandel. Industrielle Landwirtschaft, Stromversorgung, Klima- und Katastrophenschutz, Wettervorhersage, Telekommunikation und Microgravity-Experimente für Medizin oder Materialforschung wären heute ohne Raumfahrt undenkbar. Die Raumfahrtagenturen wollen mit Netzen, Bremsschirmen, Harpunen oder Greifarmen große Trümmer entfernen, ausgemusterte Satelliten auf Friedhofsbahnen entsorgen und durch Richtlinien in Zukunft Abfall verhindern. Das Problem: Richtlinien sind keine Gesetze und bis heute wurde noch kein Trümmerteil unter Realbedingungen entfernt. Doch warum nicht das Problem als Chance nutzen und Weltraumschrott in eine wertvolle Ressource verwandeln? On-Orbit Recycling ist die Lösung. Wiederverwendbare Trägerraketen befördern Module, Ersatzteile und Treibstoff in den niedrigen Erdorbit, wo Drohnen Schrott sammeln und sie an Schlepper übergeben. Diese befördern effizient nützlichen Weltraumschrott und andere Nutzlasten zu einer Recyclingstation. Sie bildet das Zentrum der Infrastruktur und kann Raumfahrtrückstände in Komponenten zerlegen, Materialien sortenrein trennen und weiterverarbeiten. Über dem geostationären Äquatororbit positioniert, kann sie auf wertvolle operative Satelliten und ausgemusterte Satelliten aus Friedhofsbahnen zugreifen. Geschickte Roboterarme und verschiedene Multifunktionswerkzeuge warten Teile mit begrenzter Lebensdauer und vielen Arbeitszyklen. Sie sezieren Objekte im Vakuum und überführen Einheiten in das Sphärenmodul. Darin können Druck und Temperatur angepasst und Baugruppen repariert und modifiziert werden. Standardschnittstellen ermöglichen es, sie neu zu kombinieren und komplexe Raumfahrzeuge herzustellen. Dazu verfügt das Avionics-System über eine KI. Sie verbessert mit jeder Operation die Qualitätssicherung und kann Komponenten vollständig autonom herstellen. Die Bodenkontrolle muss lediglich improvisieren, wenn unerwartete Hürden auftreten, zum Beispiel weil notwendige Bauteile nicht zur Verfügung stehen. Zusätzlich wird durch das Sintern und Schmelzen von verschiedenen Aluminiumlegierungen Raketenbrennstoff gewonnen. Damit verbunden ist ein Transfersystem, das Treibstoff zuverlässig an Raumfahrzeuge liefert. Eine Tankstelle im Weltraum. Nicht zur Manufaktur benötigte Elemente können auf einen Mondorbit geschickt und von Deorbit Kits kontrolliert zum Absturz gebracht werden. Auf dem Mond dienen sie als unentbehrliche Ressourcen für Luna 1, bis Rohstoffe vor Ort gefördert werden können. Die Nutzung von Material und Anlagen, die sich bereits in der Umlaufbahn befinden, verringert die Startmasse für Raumfahrtmissionen massiv. So reduzieren sich teure Raketenstarts auf ein Minimum. Außerdem müssen auf der Erde weniger kritische Rohstoffe gewonnen werden. Entwicklungszeiten verkürzen sich, da man Anlagen direkt im Orbit konstruieren und testen kann. Im All konstruierte Satelliten und Raumschiffe müssen außerdem weder der Erdatmosphäre standhalten, noch sind sie durch die Abmessungen und Fähigkeiten von Trägerraketen eingeschränkt. Dadurch bieten sich völlig neue Konstruktionsmöglichkeiten. On-Orbit Recycling fördert nicht nur eine nachhaltige Raumfahrt, sondern auch Innovationen für Deep-Space-Missionen zu weit entfernten Himmelskörpern, neue Robotikanwendungen und Raumfahrtsysteme.